Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sprechen dürfen zwischen so vielen großartigen Leuten, die sich schon so viel länger hier für das Thema Genitalverstümmelung in seiner ganzen Bandbreite einsetzen. Vielleicht kurz was zu unserer Person. Wir sind Menschenrechtsaktivisten und das erste Menschenrechtsthema, wo wir uns richtig reingekniet haben, ist eben das Thema diese Geschlechts-OPs an zwischengeschlechtlichen Menschen. Da sind wir zum Jahr 1999, Jahr 2000 dazu gekommen. Wir sind auch Mitglieder im Verein Intersexuelle Menschen e.V. Wir sind jetzt nicht im Namen des Vereins hier, sondern sind spontan zu dieser Veranstaltung gekommen. Nochmal danke, dass wir hier reden dürfen. Was wir zum Thema getan haben, ist, wir haben 2 Texte ehrenamtlich von dem Professor Dr. Milton Diamond übersetzt und wir haben wesentlich mitgeschrieben an den ersten beiden Parallelberichten des Vereins Intersexuelle Menschen e.V. an die UNO. Der eine Text, den wir übersetzt haben, der hat es in sich von Professor Diamond, das, was daherkam seit Jahrzehnten als ein medizinischer Standard, war kein medizinischer Standard. Das beruhte auf dieser Zeitfenstertheorie, dass man Kindern die Geschlechtsidentität anerziehen könnte, ob sie sich als Junge oder Mädchen empfinden. Quatsch, man kann ihnen nur anerziehen, ob sie sich benehmen, wie es für einen Jungen oder für ein Mädchen als typisch betrachtet wird. Geschlechtsidentität ist angeboren, nur die Kinder können sich erst an einem bestimmten Alter klar äußern, als was sie sich empfinden. Und in dem Papier hat er das offenbart, hat er das bloßgestellt, dass diese Menschenversuche ein Möchtegern-Standard geworden sind, ist damals dazu gekommen, als Manni das erste Mal durchgesetzt hat, dass ein Kind umoperiert wurde, ein Junge, der eine Vorhautverengung hatte, der körperlich, geschlechtlich eindeutig definiert geboren wurde und durch den Unfall bei der Behandlung der Vorhautverengung den Penis verloren hat. Und er hat den Eltern empfohlen, das Kind umzuoperieren zu einem Mädchen, als Mädchen zu erziehen. Später hat sich herausgestellt, dieses Kind hat sich weiterhin als Junge empfunden und Manni hat das allerdings der Weltöffentlichkeit verschwiegen. Und der Professor Diamond, der hat später davon erfahren, hat einen Text dazu veröffentlicht, findet man auf seiner Webseite. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, obwohl wir es damals übersetzt haben, den exakten Namen des Textes. Ich glaube, es fängt an mit An Emerging Ethical Medical Dilemma. Man findet es auf der Webseite von Professor Diamond bei der Universität Hawaii und man findet auch dort die deutsche Übersetzung. Ja, es war nie ein Standard, ein einziger Fall und noch dazu ein Reinfall langfristig gesehen. Und Reinfall. Normalerweise, Diamond hebt da auch ab, bezieht sich entscheidend auf das Recht auf informierte Einwilligung. Das ist aber nicht nur in dem Text, wie er es dort präsentiert, eine medizinische Tradition, sondern es ist auch ein Menschenrecht enthalten, worauf ich gleich noch kommen möchte. Die informierte Einwilligung beinhaltet, dass, wenn da jemand medizinisch behandelt werden soll, man dem Patienten sagen muss, was er hat und er dann selber entscheidet. Und da gibt es nur 2 Ausnahmen von. Die eine Ausnahme ist der Notfall. Das ist, wenn da der Tod des Patienten droht oder Organversagen, dass man ein Organ dauerhaft nicht mehr funktionieren wird und der Patient sich nicht selber äußern kann, dann kann jemand anders entscheiden. Und das andere ist das therapeutische Privileg, wenn man jetzt damit rechnen muss, der Patient kriegt jetzt gleich einen Herzinfarkt, wenn man ihm sagt, was man hat und man muss eine Entscheidung treffen. Aber wenn jetzt ein zwischengeschlechtlicher Mensch ist und der hat vielleicht uneindeutiges Genital, also die Frage, wo verläuft die Harnröhre her und hat es die Größe eher wie ein Penis oder wie eine Klitoris? Oder er hat vielleicht zweierlei Gonaden, Hoden und Eierstock gemischt. Das sind alles keine Notfälle. Und oder das Kind kommt erstmal so auf die Welt, als wäre es ein Mädchen und mit 13, 14 wird es auf einmal zu einem Jungen. Ja, oder gemischte Chromosomen. Da gibt es alle möglichen Mischungen. Das sind alles keine Notfälle. Diese Kinder müssen das selber entscheiden. Recht auf informierte Einwilligung. Jetzt wollte ich zum zweiten Punkt kommen. Dieses Recht auf informierte Einwilligung ist nicht nur eine medizinische Tradition. Dann könnte man ja auf die Idee kommen, dieser Möchtegern-Standard von Professor Manni wäre eine speziellere medizinische Tradition und dürfte davon abweichen. Nein, es ist auch im universellen Menschenrecht auf Gesundheit enthalten. Ich möchte werben für das Menschenrecht auf Gesundheit, denn das hat einen viel höheren Rang. Was im Zivilrecht Traditionen sind, das hat einen höheren Rang als Praktiken, was jeder Einzelne so tut oder unterlässt, aber steht immer noch unter den einfachen Gesetzen. Aber alles Völkerrecht steht über den einfachen Gesetzen und die universellen Menschenrechte sind zwingendes Völkerrecht, die stehen noch höher.
Aus Sicht der UNO steht über diesem allgemeinen Kategorie zwingendes Völkerrecht, wo auch die universellen Menschenrechte zugehören, nur noch die UNO-Charta und die nationalen verfassungsmäßigen Ordnungen. Also mehrere Stufen über den einfachen Gesetzen und das Recht über medizinischen Standards oder Möchtegern-Standards. Wo habe ich das her? Menschenrecht auf Gesundheit findet man in Artikel 12 UNO-Sozialpakt und da steht drin, dass man nicht nur das Recht auf Gesundheit hat, sondern auf das höchst erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit für diesen jeweiligen Menschen. Und zu diesem Menschenrecht auf Gesundheit gibt es einen wunderbaren Kommentar, das ist der allgemeine Kommentar Nummer 14 zum UNO-Sozialpakt. Da steht, soweit ich mich entsinne, in Textziffer 1 drin, dass dieses Menschenrecht auf Gesundheit die größte Nähe von allen sozialen universellen Menschenrechten hat zur Menschenwürde. Und in Textziffer 8, da kommt es jetzt, da steht drin, in anderen Worten formuliert, das, was auch der Inhalt der informierten Einwilligung ist. Also wenn jemand kommt mit einem medizinischen Standard oder Möchtegern-Standard, das ist nur praktisch die höchste Kategorie vom Privatrecht unterhalb der Gesetze. Aber universelle Menschenrecht auf Gesundheit enthält die informierte Einwilligung auch, das ist über den Gesetzen. Und Gesetze müssen, wenn ein Auslegungsspielraum ist, menschenrechtsfreundlich ausgelegt werden. Ob es um Zivilrecht geht, wer da einwilligen darf, ob es um Strafrecht geht, ob das schwere Körperverletzung ist, das ist wichtig. Wir haben ja Straftatbestand schwere Körperverletzung und den menschenrechtsfreundlich auszulegen, heißt auch im Sinne des Menschenrechts auf Gesundheit. Und die Frage ist, ob etwas Körperverletzung ist oder schwere Körperverletzung, da kommt es ja darauf ein, ob dieser Eingriff legal ist. Und da muss man den Blick erweitern und nicht nur auf die einfach gesetzliche Ebene in Deutschland schauen, sondern auch auf die Menschenrechte. Und nach dem Menschenrecht auf Gesundheit ist es illegal. Und jeder, der Anwälte kennt, die sich mit Zivilrecht und Strafrecht beschäftigen, würde ich ganz herzlich dazu einladen, diesen Gedanken weiterzutragen. Dann habe ich noch etwas Drittes. Wir haben bei unserem Vereinstreffen bei Intersexuelle Menschen e.V. dieses Jahr gehört, dass ein Gesetz in Arbeit sei, was das klarstellen will. Also unserer Meinung nach ist es schon längst verboten, die uneingewilligten Genital-OPs, die Kinder nicht selbst eingewilligt haben, weil unsere Gesetze konform mit dem Menschenrecht auf Gesundheit auszulegen sind. Aber dieses Gesetz soll das klarstellen. Und was echt eine Hilfe sein könnte, ist, bei den zuständigen Ministerien nachzufragen, wie weit seid ihr denn mit dem Gesetzentwurf? Wie sieht der Gesetzentwurf denn aus? Damit die NGOs, die sich für das Thema einsetzen, sei es für intersexuelle Menschen oder sei es für Menschen, die durch bestimmte religiöse Ansichten von ihrer genitalen Selbstbestimmung bedroht sind, damit man dazu Stellung nehmen kann, ist dieser Gesetzentwurf richtig? Wird er dem Menschenrecht auf Gesundheit und wird er der Menschenwürde, die im Grundgesetz ja sogar unantastbar ist, gerecht? Ich hätte noch ein weiteres Argument, was mir wichtig ist. Wir haben im Grundgesetz ein Bekenntnis des deutschen Volkes zu den universellen Menschenrechten. Das gibt den universellen Menschenrechten noch mal mehr Gewicht. In Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Und das ist auf Basis der unantastbaren Menschenwürde. Und weil es in Artikel 1 steht, ist auch diese Verlinkung, ist auch Teil der Rechtsstaatlichkeit im materiellen Sinne, ist auch unantastbar. Ich denke, das sind einige Hilfen, um unseren Argumenten, die wir sowieso schon haben, nochmal zusätzliches Gewicht zu geben. Ich möchte noch was sagen zum Ranganspruch der universellen Menschenrechte. Ich behaupte das einfach, aber es ist auch festgelegt. Das kommt daher, die UNO-Charta sagt in ihrem Artikel 103, dass sie der höchste internationale Vertrag sei. Dann haben wir da ein Menschenrechtsziel der UNO in Artikel 1 Nummer 3, aber nicht die Menschenrechte dort definiert. Das ist dann nachgeholt worden in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und weiter ausdifferenziert worden in einzelnen Menschenrechtsverträgen. Und dass die universellen Menschenrechte einen besonders hohen Rang haben, kommt nicht nur durch die Konkretisierung des Menschenrechtsziels dort, des Ziels in Artikel 1 Nummer 3, sondern in Artikel 28 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte steht auch drin, dass jeder Mensch ein Recht hat auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher diese Menschenrechte voll verwirklicht werden können. Also es heißt, es steht über dem meisten Völkerrecht. Ja. Und übrigens das EU-Gericht erster Instanz hat das in einem Urteil in T 306 aus 01 auch schon einmal anerkannt. Also auch eine Institution der EU hat das schon mal anerkannt, dass diese Menschenrechte der UNO zwingendes Völkerrecht sind. Wo wir auch drauf kommen müssen, ist natürlich, also dass in Deutschland immer noch zwischengeschlechtliche Kinder operiert werden. Und das liegt daran, dass also die Ärzteschaft
sich nicht, aus was für Gründen auch immer, so an den Standards hält, die also neu aufgestellt worden sind. Ja, also ein Ärzteverband hat inzwischen seine Standards geändert und angepasst und dafür, dass er nicht mehr diesen Möchtegern-Standard von Money folgt, dass die Eltern das einwilligen könnten. Aber es ist noch nicht zu den einzelnen Ärzten vorgedrungen. Das eine ist, es muss bis zu jeder einzelne Arztpraxis kommen, die in diesen Behandlungen mit involviert sind. Und das andere ist der Gesetzentwurf, der hoffentlich jetzt endlich kommt und hoffentlich das endlich mal konkretisiert. Und dann dem Menschenrecht auf Gesundheit hoffentlich endlich mal vollständig entspricht. Ja, und das andere, was wir nahelegen wollten, ist eben das mit dem Menschenrecht auf Gesundheit als Handwerkszeug noch stärker zu nutzen für das, was hier die Verbände sowieso schon fordern. Wer mehr Informationen jetzt haben möchte, wie das, was unser Verein weiß, wendet sich bitte an den Vorstand. Konnte jetzt weitergeben, was jetzt bei dem Vereinstreffen gesagt worden ist, dass dieser Gesetzentwurf in Arbeit ist, und das mit dem Menschenrecht auf Gesundheit ist halt unser persönliches Anliegen auch, damit wir einfach alle noch schlagkräftiger werden, unsere Ziele durchzusetzen für den Wohle der Kinder. Danke. Danke, dass wir hier reden durften.